Freunde der Sonne, es gibt Neuigkeiten zum FM26. Tatsächlich, das Schweigen hat ein Ende. Zumindest ein bisschen. Also wir haben uns ja schon dran gewöhnt, dass von Sports Interactive so gar nichts kommt. Alle Social-Media-Konten einfach tot sind. Null Kommunikation. Noch nicht mal irgendwie belangloses Zeug, sondern einfach gar nichts. Aber wie wir bei der Absage des FM25 auch schon mitbekommen haben, ist die Quelle für Neuigkeiten eben auch nicht mehr in London zu suchen, nicht mehr bei Sports Interactive zu suchen, sondern beim Publisher Sega. Die müssen nämlich als börsennotiertes Unternehmen gewisse Dinge einfach kommunizieren und das haben sie auch am 18. Juni getan, als sie in einer Präsentation das Release-Datum vom Football Manager nicht bekannt gegeben haben. Also es gibt kein genaues Datum, aber der Football Manager 26 ist für den Herbst terminiert. Und damit bestätigen sich im Prinzip die Vermutungen, die ich ja zum Beispiel auch hatte, dass man jetzt einfach wieder zum regulären Release-Zyklus zurückkehrt. Also auch alle, die vielleicht die Hoffnung hatten, dass der FM ein bisschen früher kommt, vielleicht schon zum Start der neuen Saison. Ich glaube, das kann man so ein bisschen aus den Köpfen schlagen. Und vor einer Weile gab es ja auch schon so eine kleine News, eine Stellenausschreibung von Sega, die für ihr Testcenter in Sofia in Bulgarien Tester gesucht haben, Q&A für den Football Manager. Also war auch ausdrücklich da erwähnt, das Spiel limitiert bis zum März. Da gab es dann so leise Stimmen, ja, vielleicht wird der Football Manager nochmal weiter nach hinten verschoben. Aber nein, das ist im Prinzip auch wieder ein Hinweis darauf, dass der FM mit dem FM26 zum gewohnten Release-Zyklus zurückkehrt. Weil im März ist so die Zeit, wo dann der Entwicklungszyklus eines Spiels dann abgeschlossen ist, nach dem Winter-Update, wo die letzten großen Bugs gefixt werden, wo das letzte Datenbank-Update kommt und dann ist eben, ja, die FM-Version sozusagen fertig, da muss dann nichts mehr weiter getestet werden. Also diese beiden Hinweise haben wir jeweils vom Publisher Sega. Und jetzt noch eine interessante Sache zusätzlich, denn Sega hat in der nächsten Woche seine Jahreshauptversammlung für die Aktionäre. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es da News zum FM25 gibt, dann können wir auch davon ausgehen, dass danach, also jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, dann noch Sports Interactive wieder kommunizieren kann. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass SI nicht bis zum Herbst oder nicht bis zum September, wo ja regulär immer die Kommunikation losging, tatsächlich sein Stillschweigen bewahrt und einfach gar nichts kommt bis September, darüber werden wir gleich nochmal ganz kurz reden, was das heißt. Wenn, dann wird die Kommunikation jetzt in den nächsten 2-3 Wochen stattfinden, sobald Sega im Prinzip mit den Informationen an ihre Aktionäre das Feld frei gemacht hat, dafür, dass SI dann weiter kommunizieren darf. Und da kommen wir jetzt zum Thema, was das Schweigen zu bedeuten hat. Kicker eSport hatte die Tage auch einen Artikel von Sven Grunwald, der eine wunderbare Einleitung geschrieben hat mit so einer Western-Szenerie, wo dann der Busch durch die Wüste rollt. Ja, so ist das. Seit der Absage und einer kurzen Information, dass der FM24 weiter verfügbar bleibt, es aber kein Datenupdate dafür geben wird, kein offizielles, gab es einfach gar keine Kommunikation, nicht ein Social-Media-Post zu gar nichts. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das zwischendurch dann doch etwas besorgt zurückgelassen hat, auch wenn ich zum Beispiel bei uns im Podcast Zweikette.fm auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, dass ich tatsächlich nicht damit rechne, dass es eine große Umstellung in der Kommunikation gibt. Also dass jetzt Sports Interactive auf einmal offensiv über die Entwicklungsprobleme, über ihren Fortschritt, über sonstige Dinge berichten wird, sondern ich glaube, dass sie auch kommunikativ in diesen September-, Oktober-, November-Rhythmus zurückkehren, also im September Start Kommunikation des öffentlichen Release-Datums, Start der Vorbestellung, dann im Lauf des Oktobers die Feature-Kommunikation und dann Anfang November dann der Release. Ich lasse mich gerne überraschen, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt im Juni noch oder Anfang Juli vielleicht nochmal einen Entwicklerblog bekommen oder vielleicht auch ein kleines Video von Sports Interactive, wo so ein bisschen die Situation geschildert wird und vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber es machte neulich auch so ein Bild von Miles Jacobson die Runde und
Der sieht schwer gealtert aus, der Mann. Ich habe ihn ja vor 2 Jahren, letztes Jahr bei der Football Manager WM habe ich ihn ja noch persönlich getroffen und mich auch mit ihm unterhalten. Mein Eindruck ist, dass die ganze Nummer, die ganze Absage, die ganzen Probleme sind da auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und ja, ich hoffe auch für ihn natürlich, aber auch für uns alle, dass der Football Manager dann bald wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gerät, dass wir bald wieder eine Kommunikation haben, dass die Anbindung von Community zum Entwicklerstudio wieder da ist, dass dieses frustriert verzweifelte Abwarten wieder einer Vorfreude weichen kann. Denn das steht auch da, dass eine wahnsinnige Verbesserung der Qualität zu erwarten ist. Sega muss das verkaufen und natürlich ist es das, warum diese Umstellung der Engine vollzogen wurde. Ob es da jetzt noch größere technische Probleme gibt oder ob wir auf dem Weg zu einem bombastischen FM26 sind, das weiß keiner. Wir haben bis heute keine Infos zum Spiel, keine Bilder gesehen, keine Details dazu, wo der Hase im Pfeffer liegt, welche Bereiche des Spiels funktionieren, welche nicht funktionieren. Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, dass das Schweigen bald ein Ende hat und zum Abschluss möchte ich noch einen ganz, ganz großen Shoutout loswerden an den Kollegen FM Console, der in diesem ganzen Aktionärskommunikations-Sega-Bereich sehr, sehr umtriebig ist, da die Informationen immer rausholt. Dem solltet ihr unbedingt folgen auf X, wenn ihr da aktiv seid, oder auch hier auf YouTube. Da seid ihr auf jeden Fall mit am schnellsten informiert, wenn ihr irgendwas aus der Ecke nicht verpassen wollt. Ich halte euch natürlich auch auf dem Laufenden. Bis wir uns dann bald hoffentlich in einem handfesten News-Video wiedersehen, empfehle ich euch zum einen unseren Podcast. Da gibt es bald die 30. Folge. Das könnt ihr einmal komplett schön binge-watchen oder hören auf Spotify und Co. Und zum anderen dieses Video, was YouTube für euch handverlesen hat. Viel Spaß!